Hi, servus zusammen, Dario wieder hier. Diesmal ein sehr kurzes Video und zwar geht es nur um ein paar Begriffe, die ihr kennen müsst, damit ihr auch versteht, was ich hier immer erzähle. Und zwar möchte ich euch einmal den Posterior Pelvic Tilt, den Anterior Pelvic Tilt, die Scapula und verschiedene Shapes, zu denen wir später kommen, erklären. Posterior Pelvic Tilt und Anterior Pelvic Tilt hört sich erst sehr kompliziert an. Im Endeffekt sind es einfach nur zwei Stellungen in der Hüfte, die sehr wichtig sind für den Handstand. Posterior Pelvic Tilt, ihr könnt euch vorstellen, eure Hüfte wie so ein Gefäß. Ihr versucht dieses Gefäß nach hinten auszukippen, beziehungsweise den Hintern anzuspannen und den Bauch anzuspannen. Das ist der Posterior Pelvic Tilt. Ich sage auch oft dazu PPT. Dann gibt es den Anterior Pelvic Tilt, genau die entgegengesetzte Richtung. Also wir versuchen dieses Gefäß nach vorne umzukippen oder auszukippen. Auch bekannt als Hohlkreuz. Dazu sage ich APT. Wichtig, wenn ich von der Scapula rede, rede ich von den Schulterblättern. Dann haben wir noch verschiedene Shapes, und zwar den Tuck, den Pike, den Straddle und den Split. Pike bedeutet nichts anderes als ein Knick in der Hüfte. Wenn wir stehen, versuchen wir wir knicken die Hüfte ab. Das ist Piken in der Hüfte. Und meistens, wenn ich vom Pike erzähle, dann meine ich genau diese Form. Beine zusammen, gestreckt, Zehen gestreckt und ein Knick in der Hüfte. Dann gibt es noch den Straddle. Sieht wie folgt aus, einfach diesen Art Spagat. Die Hüfte ist auch gepiked, aber die Beine sind auseinander, also der Straddle. Dann gibt es noch den Tuck, wie der Deep Squat. Nur wenn wir dann zum Beispiel einen Handstand machen und ich rede von dem Tuck Handstand, Tuck Handstand, dann meine ich den hier. Genauso wie gerade eben Pike oder den Straddle Handstand. Und dann gibt es noch den Split. Einfach in diese Richtung. Ist bei mir, bei meinen Videos und bei meinem Training erstmal nicht so wichtig. Also wie gesagt, Posterior Pelvic Tilt, Anterior Pelvic Tilt, Scapula, Schulterblätter, Tuck, Pike, Straddle und den Split. Das war's auch schon fürs heutige Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare und seid gespannt aufs nächste Video. Bis dahin, stay balanced, Dario.